Willkommen in der Ausstellung Artists in Masks, die erste Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Sie sehen ein Werk der deutschen Künstlerin Andrea Jungnitsch, Zurückgezogen. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich Auszüge aus meinem neu erschienenen Buch. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Klausen in Südtirol, Dienstag, 6. November 2018. Uta erblickt als erste die ausladende und doch in sich geschlossene Installation Wortgeflecht von Marianna Gostner aus Völs am Schlern. Vor der Nordseite der dunklen Mauern hat sie eine hohe Vase in der Form einer Suppenschale positioniert, geflochten mit den Buchseiten vieler Lexika aus der Enzyklopädie, die einst einmal Friedrich Arnold Brockhaus ihren Namen gab. Umgangssprachlich wird die Kanzel einer Kirche in diesem Landstrich wohl auch als Korb bezeichnet. Beide Medien, das gebundene Brockhausbuch und die Kanzel, sind mittlerweile im Datenschatten der elektronischen Medien verschwunden. Mit dieser anachronistischen Gestalt, die sich organisch in diese umwölbende Architektur einfügt, erreicht Marianne Gostner uns beide sofort. Sie schreibt: Worte werden über Medien schnell, unkontrolliert und grenzenlos proklamiert. Mit ihrem Korb beteiligt sie sich an der Kunstaktion Ars Sacra, Kunst und Kirche im Heute, die in diesem Herbst einige ausgewählte Gebäude von religiöser Bedeutung im Eisacktal miteinander verbindet. Auf der runzeligen Holzhaut der dem Korb räumlich gegenübergestellten finsteren Kirchenbänke finde ich eingeritzte Spuren, über Jahrhunderte von ungezählten Händen der Kirchenbesucher geschaffene Landschaften, Gesichter und Schriften. Wie in einem Rausch beginne ich, die gefundenen Strukturen mit Graphit auf mitgebrachte Papiere durchzurubbeln, verbringe letztlich eine gute halbe Stunde in der Heiliggeistkirche. Über dem Hochaltar fluten Sonnenschauer durch die schmalen Fenster, ergießen sich vehement und hemmungslos über die Wände und den bleichen Boden der Kirche. Hin und wieder blicke ich kurz auf, über den Korb hinweg, hinüber zur Gegenwand, auf der eine Flucht aus 3x5 Säulen hinausführt in einen figurenbestückten, herrschaftlichen Park. Das bis ins Detail ausgearbeitete, repräsentative Bild, gefasst von Altar und Beichtstuhl, vielleicht ein Fresko, kontrastiert stark mit der volkstümlichen Grafik, die aufzuzeichnen ich mich bemühe. Aus tiefschwarzen Furchen gähnen mir Täler und Schluchten entgegen, bald aufgefangen von brauntönigen Plateaus, die im Sonnenlicht abrupt in ein reines Weiß übergehen. Dazwischen Knorpel im durchwachsenen Fleisch, nicht unähnlich, ziehen blau-graue Verdichtungen widersprüchlich nach innen und außen zur gleichen Zeit. Wundersame Schätze trage ich später hinunter ins Städtchen, auf so einem schönen Weg. Zögernd finden wieder Bündel von Sonnenstrahlen einen Durchschlupf im brüchigen Wolkenschild, das sich bereits einige Male wie eine bleierne Maske vor den Himmel geschoben hat. Und Fenster aus ungeraden Winkeln öffnen kurze Blicke über die sanft geschwungenen Hügelketten auf die ersehnten Dolomitengipfel, die Geißlergruppe,
ein Saum ergrauter Riesen über dem Wilnerstal. Ganz in unserer unmittelbaren Nähe schmücken vielfarbige Blätter eine verwitterte Mauer. Dahinter Wald, gestuft in Lila und Blautönen bis hin zu Froschgrün. Zweige, Äste, ja ganze Baumstämme stehen im Begriff niederzusinken, bauen schiefe Rahmen um Ausblicke und Wegbiegungen herum. Uta sucht nach Ruhe, überwältigt von der Dichte und dem Gewicht der Eindrücke. Mit jeder Stufe, jeder Kehre auf dem Rückweg hinunter in die Gassen aber fällt wieder Leichtigkeit in die Waagschale ihres wachen Gemütes. Im tiefen Schlaf dann findet sie wieder die Kräfte, die wir brauchen, um das Schöne und Gewaltige um uns herum würdigen zu können.